Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hast einen guten Moment für dich gefunden. Im Leben gibt es Phasen, in denen wir nicht sofort Antworten haben. Wir denken nach, stellen uns Fragen und merken erst später, was wirklich wichtig war. Genau um solche Lebensstationen geht es heute. Wenn du Deutsch nicht nur lernen, sondern im echten Alltag benutzen willst, dann bleib dran und abonnier gern den Kanal. Um das Thema greifbar zu machen, hören wir jetzt eine kurze Alltagsszene. Zwei Menschen sprechen über einen Abschnitt ihres Lebens und stellen sich dabei Fragen, ohne sie direkt zu formulieren. Hör einfach zu und achte darauf, wie diese indirekten Fragen ganz natürlich im Gespräch auftauchen. Wenn noch nicht alles klar ist, kein Stress. Wir gehen danach alles in Ruhe durch. Weißt du noch, wie unsicher ich damals war, als ich den Job gewechselt habe? Ja, total. Ich habe mich oft gefragt, warum du trotzdem nicht aufgegeben hast. Ehrlich gesagt wusste ich selbst lange nicht, was ich eigentlich wollte. Ich habe mich ständig gefragt, ob das wirklich der richtige Schritt war. Das habe ich gemerkt. Ich wusste manchmal nicht, wie ich dir helfen soll. Alle haben mich gefragt, wann ich endlich sicher bin, aber ich konnte es einfach nicht sagen. Und heute? Heute weiß ich, warum diese Phase wichtig war. Auch wenn ich damals nicht wusste, wie es weitergeht. Ich glaube, jeder hat solche Lebensstationen. Man versteht sie erst später. Genau. Damals hatte ich nur Fragen. Heute habe ich wenigstens ein gutes Gefühl. Du hast gerade den Dialog gehört und vielleicht einige Sätze schon verstanden. Einige Wörter waren bestimmt neu für dich. Keine Sorge, genau dafür ist jetzt der nächste Schritt da. Wir schauen uns diese Wörter ganz genau an, damit du sie nicht nur verstehst, sondern auch selbst in eigenen Sätzen benutzen kannst. Lebensstationen. Besondere Abschnitte oder Momente im Leben. Beispiel: Viele Lebensstationen prägen uns für immer. Greifbar. Etwas, das man verstehen oder leicht vorstellen kann. Beispiel: Die Idee wurde endlich greifbar. Damals. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Beispiel: Damals war alles viel einfacher. Ständig. Immer wieder, ohne Unterbrechung. Beispiel: Sie dachte ständig an die Prüfung. Phase. Eine bestimmte Zeit oder Periode im Leben. Beispiel: Jeder erlebt mal eine schwierige Phase. Jetzt kennst du die wichtigsten Wörter aus unserem Dialog. Der nächste Schritt ist, sie selbst aktiv zu benutzen. Wir schauen uns die Szene noch einmal an. Diesmal fehlen einige Wörter. Hör genau hin. Denk an die Wörter, die du gerade gelernt hast, und setze sie in die Lücken ein. So wirst du sehen, wie gut du den Dialog wirklich verstehst und gleichzeitig die neuen Wörter aktiv anwenden kannst. Weißt du noch, wie unsicher ich damals war, als ich den Job gewechselt habe? Ja, total. Ich habe mich oft gefragt, warum du trotzdem nicht aufgegeben hast. Ehrlich gesagt wusste ich selbst lange nicht, was ich eigentlich wollte. Ich habe mich ständig gefragt, ob das wirklich der richtige Schritt war. Das habe ich gemerkt. Ich wusste manchmal nicht, wie ich dir helfen soll. Alle haben mich gefragt, wann ich endlich sicher bin, aber ich konnte es einfach nicht sagen. Und heute? Heute weiß ich, warum diese Phase wichtig war. Auch wenn ich damals nicht wusste, wie es weitergeht. Man versteht sie erst später. Super! Du hast die Wörter im Text aktiv eingesetzt und gesehen, wie sie im Gespräch natürlich vorkommen. Jetzt schauen wir uns die indirekten Fragen mit Fragepronomen genauer an. So kannst du nicht nur verstehen, was andere sagen, sondern auch selbst korrekt indirekte Fragen formulieren.
Wie wir im Dialog gehört haben, spricht Nina viel über Unsicherheit und innere Fragen. Sie sagt zum Beispiel, dass sie sich gefragt hat, was sie eigentlich wollte, warum diese Phase wichtig war und wie es weitergeht. Das sind keine direkten Fragen mehr, sondern indirekte Fragen. Genau diese Form schauen wir uns jetzt an. Wofür benutzen wir indirekte Fragen? Indirekte Fragen benutzen wir, wenn wir nicht direkt fragen, sondern über eine Frage erzählen, nachdenken oder sprechen. Oft kommen sie nach Verben wie wissen, fragen, sagen, verstehen oder sich fragen. Zum Beispiel: Man fragt nicht, was will ich, sondern man sagt, ich weiß nicht, was ich will. Weitere Beispiele: Ich frage mich, warum er nicht kommt. Sie weiß nicht, wann der Kurs beginnt. So klingt es ruhiger, nachdenklicher und persönlicher. Wie sind indirekte Fragen aufgebaut? Jetzt kommt der wichtigste Punkt. Ganz ruhig erklärt. Eine indirekte Frage beginnt sehr oft mit einem Fragepronomen. Zum Beispiel was, warum, wie, wann, wo. Danach kommt der Satz wie ein normaler Aussagesatz. Das heißt, das Verb steht nicht an erster Stelle, sondern weiter hinten. Hör dir das Beispiel aus dem Dialog an. Ich wusste lange nicht, was ich eigentlich wollte. Nicht, was wollte ich, sondern was ich wollte. Ein weiteres Beispiel: Ich habe mich gefragt, ob das wirklich der richtige Schritt war. Auch hier steht das Verb am Ende. Fragen und Antworten für die Praxis. Was denkt Nina heute? Sie weiß jetzt, warum diese Phase wichtig war. Was wusste sie früher nicht? Sie wusste nicht, wie es weitergeht. Was hat Paul sich gefragt? Er hat sich gefragt, wie er helfen soll. Was fragen viele Leute in solchen Situationen? Sie fragen, wann man endlich sicher ist. Jetzt bist du dran. Überlege einen Satz über dich selbst mit einer indirekten Frage. Zum Beispiel über Arbeit, Gefühle oder Entscheidungen. Schreibe einen Satz mit Ich weiß nicht, ich habe mich gefragt oder ich verstehe nicht. Nachdem du die Regeln für indirekte Fragen kennst und gesehen hast, wie man sie im Alltag benutzt, können wir zum Abschluss kommen. Danke, dass du bis zum Ende bei diesem Video geblieben bist. Du hast Wörter gelernt, Lücken geübt und die indirekten Fragen verstanden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Lektionen verpasst. Teile das Video gern mit Freunden, die Deutsch lernen. Gemeinsam macht Lernen noch mehr Spaß. Und denk daran, Übung macht den Meister. Schau dir bei Bedarf die Lektion noch einmal an. So festigst du alles Schritt für Schritt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib motiviert und bis bald. Schreib in die Kommentare, welche indirekte Frage würdest du heute jemandem stellen.